Hallo und herzlich willkommen auf Veras Blockflötenkanal. Heute habe ich eine schöne Sonate von Benedetto Marcello für euch. Das ist so ein typisches Stück, wo ihr möglicherweise nicht wisst, wo ihr Atem holen könnt. Und das wollen wir uns mal vorknöpfen, um zu schauen, wie man das rauskriegt. Falls ihr neu hier seid, mein Name ist Vera Petri und ich gebe euch Tipps zu gutem und schönem Blockflötenspiel. Ja, wo soll ich bloß atmen, wenn in meinem Stück keine Atemzeichen stehen und keine Einteilungen zu sehen sind und das Stück einfach so Note für Note weiterläuft? Wie könnt ihr da selbst drauf kommen? Wie könnt ihr dieses Stück, den Anfang dieses Stückes von Benedetto Marcello selbst einteilen in sinnvolle Abschnitte? Es ist der zweite Satz aus der Sonate Opus 2 Nummer 3 von Benedetto Marcello, das Allegro. Und bevor ich euch erzähle, wer Marcello ist oder war, vergesst bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn es ein Video gibt. Also Benedetto Marcello, ein italienischer Komponist der Barockzeit, hat gelebt von 1686 bis 1739, ist also ein Zeitgenosse von Bach und Händel. Und wie ihr ja vielleicht wisst oder viele von euch sicher wissen, haben wir sehr viel schöne Musik für die Blockflöte aus der Barockzeit, als die Blockflöte noch nicht schief angeguckt oder belächelt wurde wie das. Die Noten zu dem Stück verlinke ich euch hier unter dem Video in der Infobox. Wo waren wir stehen geblieben? Die Atemzeichen bei dieser Sonate, bei dem Anfang, die ihr ja vielleicht dann als Beispiel nehmen könnt für andere Stücke, die ihr spielt. Atemzeichen sind nicht nur zum Atmen da, sondern auch um die Musik sinnvoll einzuteilen. Deshalb macht es auch nicht so viel Sinn und ist auch musikalisch nicht so schön, einfach irgendwo zu atmen. Sondern eben da, wo es der Musik entspricht, wo es Sinn macht. Das Stück beginnt mit einem Auftakt und wenn ein Stück mit einem Auftakt beginnt, dann geht es oft auch als Auftakt weiter durch das Stück hindurch. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, das kann ich euch auch noch verlinken in der Infobox. Auf jeden Fall haben wir hier zu jedem Takt hin, oder nicht zu jedem, aber zu vielen Takten hin wieder einen neuen Auftakt. Und Takt 1 bis 3 hören sich dann so an, wenn man das auch auftaktig spielt. Und jetzt hört euch mal diese beiden Stellen an, nämlich Takt 1 und 2 mit Auftakt. Und im Gegensatz dazu mal Takt 3 mit Auftakt. Ihr merkt, die klingen ganz unterschiedlich, die haben ganz unterschiedliche Motive. Und das ist für uns ein Anhaltspunkt unter anderem, dass wir da einteilen können. Wir haben das eine Motiv und wir haben das andere. Und ihr seht ja auch von der Strecke her bis zu dem Auftakt, zu Takt 3 könnt ihr es schaffen, ohne zu atmen. Ich muss dazu sagen, ich spiele ja selber mit der holländischen, ich nenne es immer Fischmaultechnik, dass man ganz, ganz viele kleine Atmer ein- und aus zwischendrin macht, zwischen den Noten. Lasst euch dadurch jetzt nicht verwirren, falls ihr das nicht macht. Es geht jetzt um die Atemzeichen, die auf jeden Fall da sein sollten, weil das einfach auch die Einteilung deutlicher macht.
Also ich würde euch hier empfehlen, zu Takt 3 zu atmen, mit dem Auftakt noch dazu natürlich. Also ihr müsst vor dem Auftakt atmen dann. Jetzt muss ich hier noch warnen. Eigentlich ist es so, dass ihr bei so einem Stück, das ja mit einer Cembalo-Begleitung ist oder mit einer Klavierbegleitung oder was auch immer, die Harmonien kennen müsst und wissen müsst, verstehen müsst, welche Akkorde da zugrunde liegen. Da ihr aber wahrscheinlich nicht alle Musik studiert habt und auch kein Musikstudium ablegen wollt, nur damit ihr eure schönen Blockflötenstücke spielen könnt, kann ich euch beruhigen. Ihr könnt auch ganz viel an der Melodie selbst festmachen. Also ihr kommt auch schon recht weit, wenn ihr euch an das haltet, was die Melodie euch verrät. Wenn wir mal da anfangen, wo wir gerade waren, und da kommt jetzt so viel auf einmal, da könnte man schon wieder unsicher werden. Ja, wo kann ich denn da atmen? Hört euch mal an, wenn ihr bei Takt 3 angefangen habt, wo ihr dann landet. Dann kommt ihr nämlich raus auf diesem punktierten Achtel F. Das ja ziemlich lange dauert, denn wie ihr hoffentlich wisst, der Punkt verlängert die Note um die Hälfte ihres Wertes. Und da wir hier ja die Achtelnoten gar nicht so schnell spielen, erinnert euch mal an den Anfang, der besteht ja nur aus Achtelnoten, ist diese punktierte Achtelnote also jetzt natürlich relativ langsam. Und dann könnt ihr gut hören, dass dann die forte Stelle mit einem kleinen Auftakt beginnt, ein Sechzehntel Auftakt. Und dann kann man ganz logisch hören, wo das Echo ist, wo das Piano anfangen muss. Nämlich auch tatsächlich mitten zwischen diesen zwei Noten, die mit Balken verbunden sind, also der punktierten und der Sechzehntel. Ja, nach der Pianostelle landen wir auf diesem langen F und dann können wir da atmen und das Stück zu Ende spielen. Reingelegt. Da ist das Stück nämlich gar nicht zu Ende. Das klingt aber so ein bisschen wie ein Schluss. Es geht aber weiter. Aber es ist trotzdem wie so ein Zwischenschluss, ja? Und das ist tatsächlich eine Stelle, wo so eine Art, ja, so ein Zwischenschluss ist. Da wird auch im Cembalo unten drunter abkadenziert. Und weil es weitergeht, ist es gut, wenn ihr schon vor dem Sechzehntel atmet, nämlich nach der punktierten Note, damit es auch gleich weitergehen kann. Und da könnt ihr, wenn ihr wollt, dazwischen auch noch kurz atmen. Ihr könnt aber auch durchspielen bis zum nächsten Punkt, wo ihr jetzt, glaube ich, deutlich merkt, bis dahin geht es. Ihr könnt gucken, ob ihr an jeder Stelle, wo ein Einschnitt sein sollte, damit man die Struktur des Stückes erkennt, auch wirklich atmen müsst oder ob ihr das da gar nicht braucht. Es ist also auch nicht so, wenn ihr noch nicht atmen müsst, dass ihr dann keine Einschnitte machen solltet, denn ihr müsst das Stück irgendwie sinnvoll gliedern, damit man das auch versteht als Zuhörer. So, bis hierhin haben wir das Stück jetzt mal so ein bisschen auseinandergenommen, ein bisschen analysiert, will ich nicht gerade sagen, aber die Struktur so ein bisschen herausgefunden. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr mir hierbei gedanklich folgen konntet, ob ihr das verstanden habt, ob ihr es auch so erkannt habt, die Struktur, oder ob ihr es vielleicht anders machen würdet. Ich bin gespannt und ich hoffe, dass euch das jetzt hilft, auch bei anderen Stücken mal auf die Melodie zu hören, auf die kleinen einzelnen Motive in einer Melodie,
wo sind kleine Abschlüsse, wo beginnt eine neue Idee und dass ihr das dann anwenden könnt. Ausführliche Anleitungen zu eurer musikalischen Gestaltung und Phrasierung gibt es in meinem Video-Online-Kurs Block für the Next Level. Den kennt ihr ja vielleicht schon und den verlinke ich euch auch in der Infobox da unten. Nächstes Mal zeige ich euch, wie ihr diese Triller spielen könnt, die hier drin vorkamen und auch, warum manche wichtiger sind als andere an dieser Stelle, in diesem Stück. Dann hoffe ich natürlich, ihr seid nächstes Mal wieder dabei auf Veras Blockflötenkanal. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.